Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren 2024 Recap-Video. Diesmal zu meinem Flive-Jahr 2024. Und ja, was soll ich sagen? Es ist doch relativ schockierend, wie wenig ich dieses Jahr tatsächlich in diesem Spiel erreicht habe, obwohl ich tatsächlich auch relativ viel gespielt habe. Und warum das ist, das werde ich euch jetzt eben in diesem Video ein bisschen probieren aufzuzeigen und zu erklären. Und ich werde jetzt natürlich auch nicht auf alles eingehen. Ja, ich meine, wenn man jeden Tag spielt, dann gibt es natürlich theoretisch viele Sachen, die man erwähnen könnte. Aber ich, wie gesagt, gehe jetzt nicht auf alles ein, weil das würde Stunden dauern. Sondern wirklich nur die absoluten Big-Dinger, die wirklich großen Highlights. Und das ist sehr wenig tatsächlich. Die wirklich großen Sachen, die wirklich sehr, sehr krass sind. Und danach eben, warum das so ist. Und ja. Im Endeffekt kann man schon fast vorspulen zum FEC, beziehungsweise zum Ausgleich-Event FEC. Es gab ein Doppel-Upgrade-Event im Juni. Das war eigentlich so mein erstes Event, oder das war so der erste Punkt dieses Jahr, wo ich wirklich, sag ich mal, was erreichen konnte. Ich hatte zum Glück sehr viele Projects. Ich wusste nicht, dass dieses Event stattfinden würde. Beim ersten FEC-Server hat das Event nicht stattgefunden. Das heißt, keiner wusste, dass das wirklich kommt. Bis es halt dann tatsächlich da war, mehr oder weniger. War also recht überraschend. Und ja, ich hatte Glück. Ich hatte zum Glück einige hunderte Projects gespart und hatte halt noch die Koralleninsel-Quests mit einigen Chars offen, wo ich auch wieder relativ viele Projects bekommen habe, sowie Level-Reach-Belohnungen und so. Also ich hatte da Glück, dass ich das alles nicht schon vorher erreicht hatte und schon verbraten hatte. Also war vom Timing her gutes Timing, wie man so schön sagt in Videospielen. Glücklicherweise für mich. Und ja, was habe ich bei dem Event dann letztendlich gemacht? Also eigentlich, wie gesagt, sämtliche Upgrades oder fast alles, was ich dieses Jahr gemacht habe, war in diesem Event. Ich habe mir jedes 150er-Set, jedes einzelne 150er-Set habe ich mir plus mindestens 8 gemacht. Mit 4 Socken. Alle außer das Jester-Set und ich glaube, irgendein anderes fehlt, glaube ich, noch ein Teil oder so. Aber das einzige Problem war nicht das Jester-Set, oder das größte Problem war das Jester-Set. Am Ende ist mir auch ein bisschen die Zeit ausgegangen dann. Ja, obwohl ich jeden Tag mehrere Stunden geupgradet habe, ist mir tatsächlich die Zeit ausgegangen. Also Freitag, Samstag, Sonntag jeden Tag geupgradet. Und trotzdem hatte ich nicht genug Zeit. Das war crazy. Aber es war wirklich wenig Zeit. Also eine halbe Stunde oder so ist es sich nicht ausgegangen. Es war minimal. Trotzdem, am Ende ist es dann auch irgendwo am Jester gescheitert, weil ich habe einfach die Jester-Boots nicht gehabt in weiblich. Und zu der Zeit war ja auf Borodeng leider nicht so viel los. Die hatte dann keiner. Aber wie gesagt, will ich jetzt nicht so sehr auf die Details eingehen. Jedenfalls habe ich jetzt jedes 150er-Set bis auf die Jester-Boots eigentlich plus 8. Und ich glaube, wie gesagt, ein anderes Teil noch irgendwo, aber ist ja nicht so wichtig. Und nicht nur plus 8, sondern ich habe auch plus 10. Das Elementor-Set, das trage ich gerade. Auch mit 28% und sehr guten Stats, also alles plus 3 Int. Dann habe ich das Rangers-Set, auch mit sehr guten Stats. Zweimal plus 4, zweimal plus 3, auch plus 10 mit 28%, also auch das PvE-Set eben. Und dann habe ich noch plus 8, leider nicht plus 10, das Ringmaster-Set, aber auch mit zumindest 28% HP. Also, ja, das waren so die Set-Upgrades. Waffen-Upgrades habe ich dieses Jahr tatsächlich, glaube ich, also nichts Erwähnenswertes zumindest, also so gut wie gar nichts gemacht. Und vor allem nicht bei diesem Event. Also ich habe, glaube ich, meine Waffen alle gestocket, meine ganzen Bloody-Waffen, die ungebundenen, die ich noch so rumliegen hatte, habe ich teilweise gestocket, weil das ja echt relativ günstig ist, vor allem bei einem Doppel-Upgrade-Event. Aber das sind halt Waffen, die ich sowieso nicht wirklich benutze, also das war auch nicht erwähnenswert. Interessanter war dann, und das war wirklich das absolute Highlight, also ich meine, die Sets sind natürlich auch cool und keine Frage, auch einiges wert. Aber das absolute Highlight war dann der Ultimate-Schmuck. Ich hatte zum Glück auch alle meine Orichalcum noch. Viele haben ja ihre seelengebundenen Orichalcum dann auch verkauft und so. Und das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, wenn das Event nicht stattgefunden hätte. Oder vielleicht hätte ich es gemacht, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich ja dann über 200 Orichalcum gehabt, glaube ich. Ich glaube, es waren knapp 300, sogar 280 oder so waren es, glaube ich. Irgendwie, also eine richtig fette Zahl bei Doppel-Upgrade-Event. Und konnte dann zudem, also ich habe schon plus 20 gemacht, das lief ziemlich gut. Aber ich hatte natürlich auch noch einiges an Schmuck und Staub zum Zerlegen. Weil man da ja, wie gesagt, schon auf dem FEC-Server unterwegs war und Borodeng sowieso so ein bisschen eingefroren wurde. Und habe dann tatsächlich dort einiges an Schmuck geupgradet. Ich glaube, 3 mal plus 20 tatsächlich über das Wochenende hinweg mit insgesamt, glaube ich, 1700 oder 1800 A-Products. Aber wie gesagt, es war ja auch Doppel-Upgrade-Event. Genau, lief also ziemlich gut. Da habe ich dann Ultimate Schmuck plus 4 eingetauscht. Zum Beispiel den Adept-Schmuck, den ich da gerade trage. Das ganze Schmuckset habe ich mir da, glaube ich, fertig gemacht. Und eben auch, wie ihr gerade so schon gesehen habt, plus 5.
Ich habe die Sachen +4 natürlich, mehr geht ja nicht, eingetauscht und dann mit Hilfe des Events glücklicherweise auf +5 upgraden können. Und zwar nicht nur mein Adept-Schmuck, also 2 Adept-Ringe, die Ringe sind das Wichtigste beim Mage oder beim Elementor, aber ja, bei Mages, sondern auch mein Champion-Schmuck. Champion-Schmuck komplett +5, außer die Necklace, also 4 Teile +5. Auch sehr viel wert tatsächlich. Leider, seitdem ich es bekommen habe, immer weniger wert geworden. Also ich glaube, am Anfang war es eher so um die 8 Milliarden, jetzt ist es, glaube ich, nur noch um die 7 Milliarden. Also zumindest sehe ich es dafür in den Shops, keine Ahnung, für wie viel es tatsächlich gekauft wird, wahrscheinlich weniger. Aber ja, hat leider schon einiges an Wert verloren, traurigerweise. Aber gut, sowas ist mir zum Glück nicht ganz so wichtig, weil ich mein Equipment ja eigentlich sowieso nie verkaufe. Nicht wirklich zumindest. Aber ja, komplettes Champions-Schmuck-Set, bis auf die, wie gesagt, die Necklace +5 und 2 Adept-Ringe +5, die genannten Sets, alle geupgradet. Und dann habe ich noch einen Adept-Ring +4 mit 23 Fails, also der hat dann leider nicht mehr auf +5 geklappt, sonst hätte ich auch noch einen dritten Adept-Ring +5 gehabt für meinen Ringmaster. Aber alles in allem war das schon ziemlich fett, aber man kann halt wirklich sagen, das war halt alles an einem Wochenende eigentlich. Und danach, gut, die Stats von den Sets, die habe ich tatsächlich im Nachhinein drauf gemacht, das ist noch gar nicht so lange her, 2-3 Monate, glaube ich. Ja, doch ein bisschen länger schon, weil es war auch während FEC tatsächlich. Aber lange Rede, kurzer Sinn, alles war im Endeffekt in diesem Doppel-Upgrade-Event. Alle Highlights, alle Upgrades, das war alles ein Wochenende mehr oder weniger. Und seitdem ich ja weiß, okay, während FEC könnte es sein, dass wieder ein Doppel-Upgrade-Event auf Borodeng kommt. Naja, seitdem spare ich meine Products und probiere eigentlich so gut wie nichts mehr zu upgraden und alles zu sparen. Eben darauf, dass wieder ein Doppel-Upgrade-Event kommt. Nächstes Jahr beim FEC. Und ja, da kommt da wieder der Geizhals in mir raus, muss ich zugeben. Aber ganz ehrlich, das hat sich so heftig rentiert. Vor allem, je mehr Products du hast, desto mehr lohnt es sich ja. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich 2 Products habe, dann ist es wie, als hätte ich 4 Products beim Upgrade-Event. Naja, aber was bringen mir jetzt wirklich effektiv 4 Products? Damit kann ich nichts upgraden. Wenn ich 200 Products habe, sind es beim Event 400, also effektiv. Und so weiter und so fort. Und wenn ich halt 2000 habe, dann sind es halt beim Event effektiv 4000, so. Und so muss man halt denken, also wirklich so ein bisschen auch größenwahnsinnig denken. Und genau das mache ich halt. Und wenn ich ein ganzes Jahr lang alle meine Products spare und horte, weiß ich nicht, ob das dann 2000 sind. Ehrlich gesagt, höchstwahrscheinlich schon, vielleicht sogar mehr. Und ja, ich denke halt, dass sich das halt wirklich lohnt. Und ja, es ist natürlich langweilig, ein Jahr auf Upgrades zu warten, das ist mir auch klar. Aber in dem Fall rentiert sich das halt so heftig, dass das halt eigentlich eine No-Brainer-Entscheidung ist. Wobei ich sagen muss, letztens habe ich ja auch davon abgewichen. Ich habe letztens Element +10 auf meine Ranger-Suit gemacht, damit ich Kriton besser farmen kann, damit er mir weniger Damage macht. Also von dem her stimmt es nicht ganz. Also ich verzichte nicht zu 100% auf alles, aber ich probiere auch schon stark zu horten. Vor allem A-Products, weil das mit Abstand die schwierigsten sind, wo es den größten Impact hat, weil man da auch die meisten Products braucht, wie gerade schon erläutert, je mehr Products etc. Genau. Aber ja, das ist eben so der Plan. Deswegen kam danach eigentlich nie wieder wirklich großartiges Upgraden. Und wenn, dann waren es höchstwahrscheinlich nicht meine eigenen Items. Genau. Ja, aber das war eigentlich schon so wirklich das ganze Jahreshighlight. Das war ein Wochenende im Juni und da waren wirklich die ganzen dicken Fische. Dann das zweite, was ich jetzt eigentlich noch hätte erwähnt, wenn dem nicht das letzte Update mit den Pet-NPCs geschehen wäre. Ich wollte dann eigentlich, das war ja der Plan dieses Jahr, deswegen habe ich auch so wenig erreicht, in Anführungszeichen, war ja eigentlich, ich wollte mir lauter A-Pets kaufen, um genau zu sein 100, um damit meine Krabbe und meinen Fuchs, nicht den Fuchs, das ist ein anderer, das ist ein Reroll-Fuchs, besser zu machen. Und mein Ziel war tatsächlich bei beiden eine 7 zu rollen. Die Wahrscheinlichkeit darauf beträgt 2%, das heißt mit 100 Versuchen hat man eine relativ realistische Chance, dass es zumindest einmal klappt und im besten Fall sogar bei beiden auf eine 7 klappt. Und das wäre natürlich richtig big gewesen. Aber das war halt, bevor die Pet-NPCs kamen. Ich habe auch gesagt, das mache ich nach dem FEC, werde ich mich frühestens darum kümmern. Sollte reichen, nach dem FEC 2,5 Monate grinden. Plus ich hatte schon 11 Pets oder so angesammelt. Also ich hätte auch nicht von 0 angefangen nach dem FEC. Und ich wäre auch relativ zuversichtlich, also ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte es auch geschafft, wenn die A-Pads weiterhin bei 180 Mio sowas geblieben wären. Glücklicherweise aus Reroll-Sicht sind sie jetzt wesentlich günstiger geworden. Nur sind sie halt noch nicht also ganz unten angekommen. Und momentan, beziehungsweise als eben dieses Update kam, habe ich halt gesagt, naja, also jetzt mache ich das ganz sicher nicht, weil vollkommen egal, was jetzt die A-Pads kosten, in einem Monat, in 2 Monaten, in 3 Monaten könnten sie halt noch günstiger sein.
Und ich meine, alle Pad-Preise noch extrem gesunken. Ich meine, man konnte teilweise perfekte Pads jetzt schon für nicht sehr viel mehr als 10 Milliarden kaufen. Die haben halt 30 gekostet zum Teil. Oder zumindest wollten die Leute so viel dafür. Ob sie da tatsächlich so viel gezahlt, ob so viel gezahlt wurde, keine Ahnung. Aber die Preise haben sich gefühlt schon halbiert oder durch 3 geteilt, ne? Und da bist du natürlich vorsichtig. Also ich pumpe jetzt nicht mein ganzes Geld in etwas rein und einen Monat später hätte ich die Hälfte zahlen können. Also das ist ja logisch, ne? Und vor allem reden wir auch von Beträgen. Also ursprünglich geplant waren so 18 bis 20 Milliarden. Und das sind jetzt, glaube ich, nur noch 8 Milliarden oder so, wenn ich jetzt sie jetzt kaufen würde. Und sie werden höchstwahrscheinlich noch günstiger werden. Und deswegen habe ich das halt auf Eis gelegt, das Projekt. Und deswegen habe ich da eigentlich gar nichts mehr in der Richtung gemacht. Stattdessen bin ich selber ins Pet-Business eingestiegen, habe auch sehr viel Geld investiert, knapp 5 Milliarden tatsächlich. Und probiere jetzt selber noch von den Pet-NPCs zu profitieren. Und damit ein bisschen Penya zu printen, wie man das ja so schön sagt. Und ja, das ist halt so momentan der aktuelle Stand, was das angeht. Und das wäre jetzt so das Jahresabschluss-Highlight gewesen. Die große Pet-Reroll-Session, die natürlich auch heftig ins Auge gehen können. Hätte gehen können, wäre heftiges Glücksspiel gewesen. Im schlimmsten Fall hätte keine von beiden Pets eine 7 bekommen. Also ich denke mal, beide hätten auf jeden Fall eine 6 bekommen. Aber die 7 weiß man nicht, ob es geklappt hätte. Und ja, hätte natürlich auch heftig ins Auge gehen können. Sehr viel Geld in Sand gesetzt worden. Hätte ich in Sand setzen können. Und ja, von dem her ist es eigentlich gut, dass es so gelaufen ist. Aber wie gesagt, die Pet-NPCs sind halt noch relativ neu. Die sind erst seit Ende Oktober, also gerade mal seit 2 Monaten im Spiel. Na gut, Mitte Oktober war es, aber ja, so Mitte, Ende Oktober. Also wird halt einfach noch eine Weile dauern, bis sich da mal langfristig die neuen Preise etabliert haben. Vor allem bei A- und S-Pads, weil die ja wirklich sehr viel zum Rerun genutzt werden, wird es einfach lange dauern, weil die werden jetzt nicht so heftig den Markt fluten, sondern stattdessen werden die auch die ganze Zeit wieder neu gekauft. Also kommen mal wieder 20 auf den Markt, aber dann kauft er doch einfach wieder einer 20 und wie gesagt, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis man mal weiß. Also ich meine, man weiß nie, ob sie noch weiter sinken oder nicht, aber ich denke, ich warte einfach noch ein bisschen. Genau, und ja, das war's im Endeffekt. Das war alles, was ich dieses Jahr gemacht habe. So traurig das auch ist, also so die großen Ereignisse, wie gesagt, ich habe natürlich noch viel mehr gemacht, aber kann ich auf alles eingehen, das würde viel zu lange dauern. Aber das waren so die großen Dinger. Normalerweise würde ich jetzt auch sowas erwähnen wie Maximallevel habe ich ja erreicht, kurzzeitig, aber eben kurzzeitig, Maximallevel wurde erhöht. Aktuell habe ich keinen Char auf Maximallevel. Entsprechend ja, ist das auch weggefallen. Also ich hatte 2 Chars auf 160, bevor die Levelerweiterung kam. Und jetzt habe ich wieder keinen auf Maximallevel. Also, genau. Was auch cool ist, die Chars hier sind endlich 150, aber das hat jetzt mit dem Jahresabschluss oder Recap natürlich wenig zu tun. Genau. Und ja, was ich da noch sagen wollte, war halt wegen dem FEC-Server. Ich will es jetzt auch gar nicht mehr so krass in die Länge ziehen, den FEC-Server so haten. Aber ja, man muss wirklich sagen, warum dieses Jahr sich so schwach anfühlt. Ich meine, so schwach war es ja gar nicht. Mein komplettes Ultimate-Schmuckset plus 5, wie gesagt, das ist etliche Milliarden wert. Andere Schmuckteile plus 5, 2 Sets plus 10, alle anderen Sets plus 8 und so. Also ich meine, es ist jetzt wirklich, es hört sich so wenig an, weil halt auch alles gebündelt an diesem einen Wochenende war und es so viele Überschneidungen gibt. Aber ich meine, das sind schon eigentlich schon krasse Sachen. Also ich meine, sehr viel mehr kann man jetzt in einem Jahr auch nicht erwarten. Vor allem, ich fahre mir auch keine Dungeons, ich grinde keine Endgame-Top-Drops, ja. Und ich meine, sehr viel mehr kannst du mit Leveln und so, denke ich, jetzt auch nicht unbedingt erreichen, wenn du es nicht komplett übertreibst. Und ich spiele beziehungsweise grinde ja gar nicht so ultra viel. Viel meiner Zeit ist ja dann wirklich auch Videos und so, die ich in das Game stecke und streamen, wo ich dann ja auch nicht immer nur das Scale im Auge habe, sondern auch einfach nur so gechillt Level. Also während dem FEC-Server hat man es vor allem gemerkt, dass ich selber eigentlich irgendwann persönlich nicht mehr der Meinung war, dass sich das noch wirklich lohnt. Ich habe dann noch mit Hero und Master Grind angefangen, der mir jetzt eigentlich auch aktuell gar nichts bringt. Ich habe keinen einzigen Hero fertig bekommen. Und jetzt das neue Update, deswegen nicht wirklich Zeit dafür. Hab keine einzige zweite Stat-Page. Und dieser FEC-Server hat halt dafür gesorgt, dass also es war einfach eine Entscheidung, die ich getroffen habe, aber es war irgendwie die falsche Entscheidung, rückblickend. Also rein aus finanzieller Sicht oder rein aus Fortschrittssicht wäre es klüger gewesen, zu sagen, okay, FEC-Start hatte ich keine Zeit, verkackt, Bachelorarbeit, dann habe ich den Anschluss verloren, war übelst behind, bin nicht mehr reingekommen wirklich, ohne vor allem auch extrem viel Zeit zu investieren, die ich einfach nicht hatte. Dann hätte ich eigentlich sagen müssen, okay, scheiße gelaufen, ich höre auf dem FEC oder ich ziehe die Chars noch auf, keine Ahnung, 140 oder so für Tower oder whatever oder 132 oder whatever
und hätte dann nur noch Tower Dailies gemacht oder so. Irgendwie so hätte es wahrscheinlich am meisten Sinn ergeben. Habe ich halt nicht gemacht, ne? Wie gesagt, ich habe dann irgendwann gesagt, ach komm, dann mache ich zumindest Master und Hero. Dann habe ich mal ein paar Chars auf Master und Hero. Hab's leider nicht fertig bekommen. Und während diesem Master und Hero Grind, das waren knapp 2 Monate, habe ich halt auf dem FEC-Server auch kaum noch Geld verdient. Halbe Drops. Plus die Inflation war ja dann auch irgendwann ziemlich hoch. Und ja, im Endeffekt kann man sagen, ich habe 2 Monate nicht gar nichts gemacht. Ich habe die Chars ja gelevelt und sie haben sehr hohe Hero-Master-Level. Sie sind alle kurz vor 120 und der Elementor ist, glaube ich, 123 oder so. Also sie sind fast fertig, da fehlt nicht mehr viel. Trotzdem kann man sagen, waren diese 2 Monate halt vor allem finanziell und so echt wasted, weil ich habe halt wirklich kein Geld gemacht. Ich habe kaum Products und F-Coin kaufen können, keine Items bekommen, nur gelevelt, aber halt noch viel schlechter. Also mit 2 Monaten auf Bodeng leveln entspricht wahrscheinlich 4 Milliarden, 5 Milliarden oder so. Da kann man sich tatsächlich was kaufen, wenn man jeden Tag so grindet, wie ich da gegrindet habe. Aber nicht auf dem FEC. Nicht am Ende vom FEC, wo Penya nahezu wertlos ist. Oder nicht nahezu wertlos, sondern Penya ist am Ende vom FEC wertlos. Und das war echt blöd. Und das hat man dieses Jahr halt viel verstärkter gemerkt. Weil beim letzten FEC habe ich ja bis zum letzten Tag eigentlich Dungeons gegrindet und so, A-Karten, Equipment und so weiter gepullt. Und da hat sich das dann nicht so angefühlt, als hätte man da irgendwie zu viel Zeit gewastet. Also ganz viel später dann schon rückblickend mit den accountgebundenen Items, auf die ich dann keinen Bock mehr hatte. Aber vom Prinzip her hat sich das dann halt nicht so angefühlt wie jetzt, wo ich halt wirklich 2 Monate jetzt für etwas gegrindet habe, was ich echt effektiv gar nicht habe. Und selbst wenn ich es hätte, würde ich es nicht nutzen, weil ich mit den Chars hier aktuell keine Bosse farme, weil sie zu low sind. Also das heißt, selbst wenn sie alle Hero wären und ich die 2 Stat Page hätte, würde es mir trotzdem nicht wirklich was bringen, weil ich könnte sie noch nicht zum Beispiel für Kriton einsetzen. Aber ja, das war zusammengefasst der FEC, also deswegen ist dieses Jahr so ein bisschen leer, weil gefühlt einfach 2 Monate fehlen und 2 Monate ist halt dann schon eine saftige Zeit. Und ja, aber das war so das ganze Jahr mehr oder weniger zusammengefasst. Wie gesagt, war relativ wack. Und ja, ich werde wahrscheinlich nochmal in mich gehen und dann gucken, was wir uns fürs nächste Jahr vornehmen oder ich mir vornehme. Aber man sieht halt, ich nehme mir sowas vor wie mit den Pets und dann werden literally Pet-NPCs released. Wer zum Teufel hätte jemals mit Pet-NPCs gerechnet? Das hätte niemand erwartet wirklich, dass das realistisch kommt oder vor allem in der Form kommt, dass es auch so günstig ist im Verhältnis und so. Also das hätte keiner, glaube ich, kommen sehen. Hätte ich nicht kommen sehen können. Und das hat es halt ein bisschen kaputt gemacht. Aber letztendlich ist es ja eigentlich besser für mich. Aber dadurch ist halt ein großes Projekt, das ich mir vorgenommen hatte, halt komplett weggefallen. Und ich meine, wenn du dir nur ein großes Projekt vorgenommen hast und das fällt weg, ist es natürlich auch irgendwo eine Enttäuschung. Egal, ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Fly Universe Video wieder. Gerne auch im Livestream vorbeischauen. Tägliche Fly Livestreams auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Bis dahin. Ciao, ciao.